In diesem Video wird aus einem verstaubten Kleinstadtbahnhof der Epoche 5 ein moderner DB-Haltepunkt der Epoche 6. Das neue Bahnhofsgelände wird aus mehreren Modulen auf der Platte zusammengesetzt und in das vorhandene Gelände eingefügt. Viel Spaß beim Anschauen oder vielleicht sogar beim Nachbauen. Wenn man den Vorsatz hat, einen Haltepunkt der Epoche 6 vorbildnah im Modell nachzubilden, dann empfiehlt sich ein ausführliches Vorbildstudium. Neben den vielen Ausflügen zu den ausgewählten Bahnhöfen habe ich die Empfehlung der NEM 806 für die Eisenbahnepochen in Deutschland, die Planungshilfe Laderampen und Bahnsteige des Bundesverbands Deutscher Eisenbahnfreunde sowie aktuelle Regelungen der Deutschen Bahn für die Sanierung von Bahnhöfen zur Planung herangezogen. Auswahlkriterien für die Strecke und die Bahnhöfe der Rhein-Erft-Bahn waren der Regionalbahnverkehr und renovierte historische Bahnhofsgebäude. Für einen Bahnhof mit Fernverkehr ist bei mir nicht genügend Platz und es passt auch nicht zur bereits vorhandenen Bebauung. Details zu den einzelnen Abschnitten sind in 7 bereits vorhandenen Videos zu finden, auf die entsprechend hingewiesen wird. Hier folgt nun der komplette Modellbau in einem Übersichtsvideo. Noch ein Hinweis zum Zeitaufwand. Die Vorarbeit mit Vorbildstudien und Materialauswahl lief über ca. 2 Jahre. Der Aufbau ist dann in einem guten Dreivierteljahr erfolgt. Skizzen, Maßangaben, Schalt- und Gleisplan findet man auch auf meiner Internetseite www.ocpfe.de. Die Bahnhofsgebäude in Pulheim, Pulheim-Stommeln und Rommerskirchen entsprechen einem preußischen Einheitstyp in Backsteinbauweise. Die 3 Bahnhöfe wurden 1868 erbaut, sind restauriert, stehen unter Denkmalschutz und werden heute für verschiedene Zwecke privat genutzt. Beim Nachbau habe ich mich für die Kitbashing-Methode entschieden, bei der aus Fertigbausätzen verschiedene passende Teile herausgesucht und zusammengesetzt werden. Das passende Bahnhofsmodell habe ich bei Auhagen gefunden, das um Kunststoffplatten und Kleinteile ergänzt wurde. Einige Elemente des Bahnhofsmodells Neupreußen können direkt verwendet werden, andere entfallen oder müssen angepasst werden. Entscheidend für eine vorbildnahe Umsetzung ist die passende Backsteinoptik. Die Kunststoff-Spritzteile können daher nur die Basis liefern. Nach einigem Experimentieren habe ich mich für die Mischung einer wässrigen Lösung von Fugenzement mit Acrylfarbe entschieden, die nach leichtem Antrocknen wieder abgetupft wird. Das Ergebnis passt sehr gut zu den Vorbildfotos. Das Anpassen von Kunststoffteilen erfolgt einfach mit der Schere. Auf diese Weise wird das Basiselement des Bahnhofs Stück für Stück zusammengesetzt. Für das Dach wurden zunächst Kolorierungsversuche mit Dachpfannenplatten von Auhagen durchgeführt. Hier kommt man mit einem verdünnten schwarzen Wash zu einem guten Ergebnis und die Methode eignet sich auch für die Dachpappe auf dem Vorbau. Der angebaute Lagerschuppen entsteht aus einem weiteren Auhagen-Bausatz, der gekürzt werden muss. Alle Details zum Bau des Bahnhofs findet man im eingeblendeten Video. Jetzt noch einige Vergleiche von Modell und Vorbild. Ein 100%iger Nachbau ist es nicht, aber der Eindruck des Originals ist absolut erkennbar. Natürlich darf auch die Disco in der Sports- und Music Bar Gleis 1 nicht fehlen. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think. Sowohl in Rommerskirchen als auch am Haltepunkt Pulheim liegen bereits seit geraumer Zeit Betonschwellengleise. Märklin bietet weder im C- noch im K-Gleissortiment entsprechende Nachbildungen an. Wenn man also die Schwellen nicht alle mit Farbe übermalen will, bleibt nur der Blick auf die in großer Zahl vorhandenen Zweileitergleise in Betonschwellenoptik. Neben unterschiedlichen Materialien ist auch die bei der Deutschen Bahn übliche sogenannte W-Befestigung unterschiedlich nachgebildet. Hierbei kann sich allerdings aus dem Zusammenspiel unterschiedlicher Höhen von Schienenprofil und Spurkranz der Modelle verschiedener Hersteller ein Problem ergeben. Eine Tabelle mit entsprechenden Daten habe ich auf meiner Internetseite zusammengestellt. Was den Zweileitergleisen für den Einsatz auf Märklin-Anlagen fehlt, ist der Mittelleiter. Die Lösung für dieses Problem sind Punktkontaktleisten von Weichenwalter. Es gibt sie zum Nachrüsten für diverse Gleisfabrikate und auch fertig konfektionierte Produkte. Zwischen den Mittelleiter-Punktkontakten gibt es Haltelaschen, die zunächst umgebogen werden müssen. Die Kontakte haben eine vollständig andere Form als die Märklin-Mittelleiter, erfüllen aber ihren Zweck.
Die Laschen werden mit einem heißen Lötkolben in den Kunststoff der nachgebildeten Betonschwellen gedrückt. Anschließend werden die Schienenprofile inklusive der Befestigungen gerostet. Alle Details zum Bau der Betonschwellengleise sind im eingeblendeten Video zu finden. Vor dem Einbau der neuen Gleise müssen die alten eingeschotterten Märklin-C-Gleise zunächst herausgeschnitten und herausgehebelt werden. Aufgrund der Verwendung neuer Weichen passt der Anschluss nicht immer und es müssen C-Gleisstücke zurechtgeschnitten und eingepasst werden. Aufgrund der unterschiedlichen Profilhöhen von Märklin-C-Gleis und Rocco-Gleis habe ich keine Profilverbinder verwendet. Nach dem Anlöten der Kabel für Fahrstrom- und Belegmeldung erfolgt die Verlegung und Verklebung der Gleise auf Heckidur-Schaumstoffplatten. Diese gleichen die unterschiedlichen Höhen von Märklin- und Rocco-Gleisen auf eine einheitliche Höhe der Schienenoberkante aus. Das Einschottern der Betonschwellengleise ist dann identisch zum bereits beschriebenen Vorgehen bei Märklin-C-Gleisen. Ein entsprechendes Video gibt es bereits auf meinem Kanal. Im Unterschied zum C-Gleis fallen allerdings am Ende die Mittelleiterkontakte im Kies überhaupt nicht mehr auf. Zunächst möchte ich einige einleitende Bemerkungen zum Thema Bahnsteige machen, bevor es dann an die Modellumsetzung geht. Während ich für den Bahnhof und den anliegenden Bahnsteig Pulheim als Vorbild gewählt habe, stammt das Vorbild für den Mittelbahnsteig aus Rommerskirchen. Bodenbelag, Beschilderung und Leuchten kommen dann wieder aus Pulheim. Beim Bahnsteigbau gibt es diverse Aspekte zu berücksichtigen. Dies sind neben Abmessungen und Oberfläche Zugänge, Aufbauten, Beschilderung und Anzeigentafeln. Bei den Abmessungen geht es neben der Höhe und dem Abstand zum Gleis auch um die Breite der Zugänge und daraus resultierend die Breite des Bahnsteigs. Zur Umsetzung eines barrierefreien Einstiegs in Triebzüge sind in der Epoche 6 die Abstände zwischen Fahrzeug und Bahnsteig enger geworden als in den Normen für Modellbahnen angegeben. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, dass Fahrzeuge mit Überbreite, wie zum Beispiel Gleisbaufahrzeuge, die Durchfahrtsgleise am Bahnsteig nicht mehr nutzen können. Auf meiner Internetseite gibt es im Bereich Tipps dazu eine eigene Rubrik. Neben den Abmessungen ist die Oberfläche der Bahnsteige von entscheidender Bedeutung. Zur Barrierefreiheit in Epoche 6 gehören dabei Bodenleitsysteme zum Standard. Ich habe versucht, die entsprechenden Empfehlungen für Bahnhöfe soweit möglich umzusetzen. Auch hierzu findet man Informationen auf meiner Internetseite. Nun geht es an die Umsetzung des Plans für die Bahnhofssanierung sowie die Integration in die vorhandene Bebauung. Hierzu dient als Vorbild das Bahnhofsumfeld in Pulheim. Die Umsetzung erfolgt nicht direkt auf der Platte, sondern durch 6 nacheinander erstellte Segmente am Arbeitstisch. Die Segmente 1 und 2 sind wie beim Mittelbahnsteig in Rommerskirchen durch eine Unterführung verbunden. Für einen Wechsel der Bahnsteige stehen in Pulheim Treppen und langgezogene Rampen zur Verfügung. In Rommerskirchen erfolgt der Zugang zum Mittelbahnsteig entweder über eine Treppe oder über eine platzsparende Zickzackrampe. Platzsparend hört sich für die Enge auf der Modellbahn natürlich sehr gut an. Auf dem Mittelbahnsteig gibt es neben dem Treppenaufgang auch noch einen Aufzug. Diese Konstellation, ergänzt um einen Aufzug auf der Bahnhofsseite, wird im Modell nachgebildet. Da ich bei den Modellanbietern keinen Bausatz finden konnte, bleibt für die Zickzackrampe nur der Eigenbau. Auch hier wieder der Hinweis auf die Internetseite. Der Aufbau erfolgt mit Hilfe von Pappe, Spachtelmasse und Kunststoffplatten. Zunächst werden die zurechtgeschnittenen Pappstreifen verklebt und dann mit Spachtelmasse bündig verfugt. Das Ganze wird mehrfach abgeschmörgelt und wieder mit Spachtelmasse verfeinert. Die Schrägen werden mit aufgeklebten Kunststoffplatten stabilisiert. Ein Ausschnitt führt in die Fußgängerunterführung. Für die Unterführung gibt es einen Bausatz von Busch mit 2 Treppenabgängen. Der Bausatz aus Lasercut und Kunststoffteilen ist sehr stabil. Damit die Treppenüberdachung noch eine Auflagefläche hat, wird der Rand mit Pappe und Spachtelmasse verstärkt. Als Überdachung habe ich ein Bahnsteig-Wartehäuschen von Modellbahn Engel etwas abgewandelt. Eines der Seitenteile ist weggelassen und die bedruckte Fensterfolie ist durch Klarsichtfolie ersetzt. Für eine Verbesserung der Übereinstimmung mit dem Original könnte man auf die Seitenwände noch Zwischenstreben kleben. Nun zu den Aufzügen. Nachdem ich zunächst Modelle verschiedener Hersteller ausprobiert habe, habe ich mich, auch wegen der elektrischen Antriebseinheit, für die Faller-Modelle entschieden. Auch wenn das Ergebnis am Ende entschädigt, sind für meinen Geschmack sowohl der Aufbau der unmotorisierten als auch der motorisierten Aufzugseinheit sehr friemelig. Vorteilhaft ist dagegen, dass der Aufzug durch die beiliegenden Schachtelemente auf das Niveau der Unterführung angepasst werden kann.
Bereits in der Bauphase wird die Unterführung mit einer kleinen Szene genutzt. Für die Bedienung des Aufzugs ist ein Wechselschalter vorgesehen, den ich mit einem Relais-Decoder digitalisiert habe. Der Aufbau der Zugänge sowie der Schaltplan sind im eingeblendeten Video oder auf der Internetseite zu finden. Zum Angleichen von Straßen- und Bahnsteigsniveau dient eine weitere Rampe. Eine etwas kürzere Variante befindet sich auf der rechten Bahnsteigseite. Der Vergleich mit dem eingangs gezeigten Vorbildfoto lässt die gute Übereinstimmung des Aufbaus erkennen. Die im Kapitel mit den grundsätzlichen Aussagen zu Bahnsteigabmessungen und Oberflächenbeschaffenheit gemachten Aussagen lassen sich genau so in den Haltepunkten Pulheim und Rommerskirchen wiederfinden. In der Modellumsetzung erfolgt der Aufbau der Bahnsteige aus Hekidurplatten. Der Polystyrol-Schaumstoff wird nicht auf der Platte verklebt, sondern in separaten Segmenten am Arbeitstisch fertiggestellt und dann eingesetzt. Ich habe Hekidurplatten von 1, 3, 4 und 6 mm eingesetzt, um Höhenunterschiede aufzubauen bzw. auszugleichen. Auf diese Weise wird die gewünschte Bahnsteighöhe von 0,9 cm über Schienenoberkante eingestellt. Auch die gewünschten Abstände von der Gleismitte zum Bahnsteig bzw. zum Nachbargleis werden entsprechend aufgebaut. Während des Aufbaus wird mit dem vorgesehenen Rollmaterial die einwandfreie Durchfahrt regelmäßig geprüft. Als Bahnsteigkanten werden Kunststoffteile von Auhagen verwendet, die mit einer Mischung aus Farbe und Fugenzement behandelt werden. Die Basis für die Bahnsteigoberfläche liefern graue Kunststoffplatten von Auhagen. Für die Leit- und Kontraststreifen sowie Aufmerksamkeits- und Abzweigfelder gibt es passende Angebote von Rize. Als Leitstreifen setze ich daneben auch zurechtgeschnittene Polystyrolplatten von Evergreen Scale Models ein. Nun erfolgt der Bahnsteigaufbau in 3 separaten Segmenten. Dabei wird zunächst das Mosaik aus zurechtgeschnittenen Rize- und Auhagen-Kunststoffplatten zusammengefügt. Anschließend wird der Verbund mehrfach mit Fugengrau verputzt. Dann beginnt die Ausschmückung mit Grünflächen, Bahnsteigleuchten und Reisenden. Fahrstühle, Rampen und Treppen werden nun ebenfalls eingebaut und noch beleuchtet. Auf dem Mittelbahnsteig in Rommerskirchen befindet sich ein DB-Plus-Punkt, der im Modell mit Hilfe eines Fallerbausatzes nachgebildet wird. Den rechts oben eingeblendeten Zustand aus dem Mai 2022 hat die Deutsche Bahn allerdings inzwischen verändert. Daraufhin habe auch ich das Dekor des DB-Plus-Punkts noch einmal angepasst. Nun fehlen noch die Anzeigentafeln und diverse Beschilderungen, die ich aus ausgedruckten Fotografien nachgebildet habe. Die Details zum Bahnsteigbau sind im eingeblendeten Video zu finden. Nachdem das Bahnhofsgebäude und der Haltepunkt nun fertiggestellt sind, fehlt noch die Integration in die vorhandene Bebauung. Auch diese Segmente werden an das Vorbild in Pulheim angelehnt. Dazu habe ich 3 markante Elemente gegenüber und neben dem Bahnhof ausgewählt. Das DHL-Verteilzentrum, die Bushaltestelle sowie das Graffiti mit den Backsteinhäusern. Da der Aufbau in dieser Konstellation nicht so gut passte, habe ich die Elemente etwas umstrukturiert. Es passt für die Gegebenheiten auf der Platte besser, wenn DHL-Station und Bushaltestelle den Platz tauschen. Für das DHL-Verteilzentrum habe ich den Lasercut-Bausatz einer Kokereipforte von Joswood ausgewählt. Das Modell lässt sich sehr leicht zusammenbauen und insbesondere beleuchten, da bereits die komplette Raumunterteilung vorhanden ist. Post- und DHL-Insignien sowie eine entsprechende Ausstattung komplettieren das Segment des Verteilzentrums. Auf der Platte eingesetzt, passt es sehr gut neben die Rampe zum Mittelbahnsteig. Im 5. Segment erfolgt der Aufbau der Graffiti-Wand direkt gegenüber dem Bahnsteiggebäude in Pulheim, gemeinsam mit dem angrenzenden Backsteinhaus. Basis ist der sehr schöne Lasercut-Bausatz eines Garagenhofs von Busch. Auch hier wird etwas Beleuchtung untergebracht und die Farbe an das Vorbild angepasst. Die Graffiti-Nachbildung entstand mit Einverständnis des Künstlers durch das Zusammenschneiden verschiedener Fotografien und Verzerrung mit der Fotosoftware, sodass sie auf die Garagenrückwand passt. Das Ergebnis gefiel auch dem Künstler und sieht dem Original verdammt ähnlich. Die Backsteinhäuser entstehen aus einem einfachen Kunststoffbausatz von Kibri. Analog zum Bahnhofsgebäude werden die Spritzlinge farblich behandelt. Das Ergebnis entspricht durchaus einem gealterten Backsteinbau. Vor dem Zusammenbau wird wieder etwas Elektrik installiert. Das Dach des Hauses wird analog zum Bahnhof mit einem Wash behandelt. Dann erfolgt der Zusammenbau des Segments auf Hekidurplatten. Final werden Straßen und Bürgersteige koloriert sowie Personen und Fahrzeuge platziert.
Dann kann das Segment auf der Platte eingefügt und mit einem zentralen Anschluss verkabelt werden. Ich habe die Segmente nicht verklebt, sodass ein späteres Herausnehmen relativ einfach möglich ist. Die Details zum Aufbau der Segmente 4 und 5 sind im eingeblendeten Video zu entnehmen. Das 6. und letzte Element enthält die Straße vor dem Bahnhof sowie die Bushaltestelle. Da das Haltestellenschild sehr speziell ist, muss es selbst gebastelt werden. Dazu dienen ausgeschnittene Fotoausdrucke der Säulen mit den Fahrplänen, angemalte Pappstreifen und Stücke von Schaschlikspießen. Hier Original und Nachbau im Vergleich. Die Busse der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft gibt es glücklicherweise als Modell von Rietze. Was im Lieferzustand fehlt, ist die Beleuchtung, die nachgerüstet wird. Dabei werden gleich auch noch Fahrer und Passagiere eingesetzt. Das Segment wird durch weitere beleuchtete Fahrzeuge sowie Beschilderung ergänzt. Der Aufbau erfolgt wieder mit Ekidur-Schaumstoff sowie unterschiedlichen Pflastersteinplatten von Rietze. Der Fahrbahnbelag wird in unterschiedlichen Schattierungen mit grauer Farbe aufgemalt. Bei den Segmenten 4 bis 6 erfolgt die Verkabelung unterhalb der Schaumstoffplatte mit einem zentralen Anschluss. Damit ist nun das Umfeld des Bahnhofs fertiggestellt. Details zu diesem letzten Segment sowie zum folgenden Abschnitt über Durchsagen und eingesetzte Fahrzeuge finden sich im eingeblendeten Video. Information zu RB 27 nach Mönchengladbach Hauptbahnhof, Abfahrt 10:19 Uhr, heute ca. 25 Minuten später. Grund dafür ist eine Verspätung eines vorausfahrenden Zuges. Die Geräusche auf der MOBA erklingen bei mir an den entsprechenden Stellen dezentral, hier im Lagerschuppen neben dem Bahnhof. Infos zu diesem Thema gibt es im eingeblendeten Video. In Pulheim verkehrt neben der Rhein-Erft-Bahn RB 27 auch der Rhein-Erft-Express RE8. Eine Beschreibung der Strecke in Pulheim und Rommerskirchen habe ich im eingeblendeten Video zusammengestellt. Für die Rhein-Erft-Bahn werden Triebzüge der Baureihe 425 eingesetzt. Hierzu gibt es ein Modell von Brava, zu dem ich bereits ein Video veröffentlicht habe. Für den Rhein-Erft-Express RE8 setzt DB Regio Triebzüge der Baureihe 1440 ein. Hierzu gibt es leider nach wie vor kein H0-Modell in den Farben der DB, sodass ersatzweise die Vorgängergeneration der Baureihe 440 von Pico eingesetzt werden muss. Ich habe das Modell noch mit entsprechenden Aufschriften der Triebzüge des Rhein-Erft-Express beklebt, sowie Innenbeleuchtung, ein passendes Soundmodul und Fahrgäste ergänzt. Damit kann die Strecke nun in Betrieb gehen. Was im Rahmen der Sanierung nun noch fehlt, ist nach dem Wegfall der Quertragwerke eine neue Verlegung der Oberleitung sowie die vollständige Umstellung auf KS-Signale. Auch der Rückbau von Stellwerk und Verladung sowie eine neue Nutzung des rechten Anlagenteils steht noch aus. Diese Themen werden Teil der Videoreihe zur Erweiterung des H0 Chemiewerks sein. Also, kostenfrei abonnieren und dabei bleiben. Bis dahin.